Der sagt mal, Gehalt wird dann für 1 Monat so abgestellt. Ne? Ich war komplett K.O. Also ich wollte gar nichts mehr, nicht raus, nicht essen, sondern einfach liegen bleiben. Mit oder ohne Bierdusche? Die haben schon Bierduschen gehabt. Okay. Boah, kann ja nicht ohne. Ja. Ja, Muki, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist erst die 2. Podcast-Folge, die wir mit Kameras aufnehmen. Die erste war mit DD. Schaut euch die gerne auch an. Also falls ihr jetzt diesen Podcast auf einer der klassischen Podcast-Plattformen hört, ihr könnt, wenn ihr wollt, auf BVB TV oder YouTube uns auch sehen. Und ich würde sagen, als erstes direkt mal ganz gerade raus, wie geht's dir denn überhaupt momentan? So lala, würde ich sagen. So lala? Ja. Aber körperlich alles körperlich okay? Fit, ja. Ja. Endlich, oder? Ja. Wir kommen leider nicht drum rum, wir müssen kurz über Samstag reden. 3:4 zu Hause gegen Bochum. Du hast nur 3 Minuten gespielt oder du bist 3 Minuten vor Schluss eingewechselt worden. Trotzdem, wie sehr schmerzt sowas? Zu Hause, vor ausverkauftem Haus gegen Bochum verloren. Ja, ich glaube, an Derby zu verlieren schon, das trifft jemand hart. So. Und besonders wollten wir, sage ich mal, unsere Zuschauer ein Spiel liefern, wie gegen Wolfsburg. Das haben wir leider nicht geschafft und Niederlage gehört einfach zum Fußball dazu. Ja, die ersten 10 und die letzten 10 Minuten, die hätten wir uns eigentlich irgendwie schenken können, oder? Ja. Sag mal, du bist ja Teil der Mannschaft. Wie seht ihr jetzt 2 Spiele vor Schluss dieser Saison? Wie nimmst du die Mannschaft wahr? Auf der einen Seite Tabellenzweiter, sehr wahrscheinlich geht ihr auch als Zweiter durchs Ziel. Das heißt, es gibt wieder Champions League. Andererseits, wir sind bei deinem Ex-Verein St. Pauli ausgeschieden im DFB-Pokal, wir sind in der Euroleague ausgeschieden. Wie nimmst du die Stimmung wahr? Wie zufrieden oder unzufrieden seid ihr? Ja, wir sind schon sehr, sage ich mal, sehr unzufrieden, weil wir haben uns vor der Saison voll viel vorgenommen, dass wir, sage ich mal, die Bayern attackieren wollen, unbedingt. Und ich sag mal, das war echt brutal. So, heute lieferst du so ein Spiel, dann nächste Woche verlierst du wieder, dann musst du wieder liefern, dann verlierst du, das geht immer hoch, runter, so. Und am Ende muss ich so sagen, ich bin ein bisschen so froh, wenn die Saison so zu Ende so ist, dass man so Kopf frei bekommt und dann an die neue Saison so denken kann. Ja. Fährst du in Urlaub? Ja, aber nicht so lange. Geht's nach Kamerun oder? Nein, nach Mallorca. Das ist auch schön. Ja. Du hast in dieser Saison 20 Spiele für die Profis gemacht, 2 Spiele für die U23. Da hast du ja auch getroffen. Das ist nicht viel, aber es sind tatsächlich mehr Spiele als letzte Saison. Was dich sicherlich ärgert, immer wieder verletzt. Ne? Dann warst gerade wieder fit, dann hast du dich wieder verletzt. Wie blickst du auf deine persönliche Saison zurück? Also nicht zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Ich bin dieses Jahr oft verletzt gewesen. Was auch so ein bisschen gemacht hat, dass es wenig gespielt hat. Ich glaube, ohne Verletzung hätte ich mehr Spielzeit bekommen. Aber Verletzung gehört dazu und man muss mit Rückschlägen so umgehen können. Das habe ich sehr gut hinbekommen, auch wenn das so ärgerlich war für mich. Und ich will auch diese Saison einfach vergessen, weil das war eine beschissene Saison, also von mir. Wir kennen sie ja schon recht lange. In der Jugend warst du ja eigentlich nie verletzt. Was macht das mit dir? Denkst du da jetzt viel drüber nach, dass du plötzlich das erste Mal verletzt warst? Wie war das für dich? Auf einmal bist du verletzt und kannst nur zugucken, was du aus der Jugend ja eigentlich gar nicht kanntest. Ich kann mich nicht erinnern, dass du in der Jugend mal verletzt warst. Vielleicht mal ein Spiel, aber sonst wüsste ich es jetzt gar nicht. Ja, ich war sehr frustriert halt, ne? Aber ich muss das so annehmen, wie es so gekommen ist und das Beste darauf so machen. Das habe ich mit Athletiktrainer hinbekommen, mit Familie, Berater, die viel mit mir gesprochen haben. War nicht so leid für mich so diese Saison, weil das war wirklich viel, so Muskelfaserriss. Dann kämpfst du dich so zurück, dann denkst du, okay, jetzt geht's mal so los, dann wieder Rückschläge kommen und das war echt nicht einfach, ja. Ich kann mir das vorstellen, also weil du hast gerade gesagt, Berater, Familie, wenn du dich auf Deutsch dann mal so richtig einfach mal auskotzen musstest, zu wem gehst du da? Ja, zu Berater. Ja? Ja. Und Mama auch, aber meistens Berater, ja. Habt ihr so ein gutes Verhältnis? Ja, sehr gut, ja. Weil Jens das gerade schon gefragt hat und mich das auch interessiert. Du bist so ein fröhlicher Typ, werden wir auch mal mit dir drehen und die Kameras auch mal ausnehmen, weil du lachst so viel, du strahlst total viel Optimismus aus und dann hast du eine Verletzung, bist wieder da, neue Verletzung. Wie kommst du da im Kopf mit klar? Also wer hilft dir da dabei, dass du nicht so viele negative Tage hast, sondern auch noch optimistisch nach vorne gucken kannst? Boah, ich habe viel mit Eltern gesprochen und mit Berater auch und Eddie Böck kam auch hier. Ich glaube, ich habe eine sehr gute Verhältnisse zu ihm.
der mir auch geholfen haben, Dinge gesagt haben und mir also Beispiele genannt haben, so wie viele Spieler hier waren, die so oft verletzt waren und am Ende war dann wieder alles gut. Und ich habe einfach so für mich so entschieden, ich kann nichts dafür, so, weil Verletzung gehört zum Fußball, außer du hast so Knochen wie eine, sage ich mal, Beton oder so, dann verletzt du dich nicht. Aber ich habe einfach für mich so entschieden, das Beste daraus zu machen. Habe ich trainiert, also viel trainiert. Ich wollte unbedingt wieder so schnell wie möglich zurückkommen. Und ja, nein, da war so vielleicht mal ein bisschen so Fehler, so seine Körper nicht so benötige, so Zeit gegeben zu haben, so wieder zurückzukommen. Aber ich habe viel dazu gelernt, ja. Jens, jetzt, wer Eddie Bökamp nicht kennt, ich kenne seine genaue Berufsbezeichnung gar nicht. Eddie ist sportlicher Leiter hier im Nachwuchs und er kennt Yusufa schon ganz lange. Hat ihn hier eigentlich immer begleitet, seit er hier ist in der U15 die ersten Spiele gemacht. Ja. Es gibt einen, der hat dich nicht deine gesamte Zeit hier beim BVB begleitet, aber doch eine Zeit auch mit dir in der Jugend gespielt, Gio Reyna, der auch sehr großes Verletzungspech diese Saison hatte. Inwiefern habt ihr zusammen auch mal in der Reha miteinander gesprochen, euch ausgetauscht oder gab es da gar keinen Kontakt? Wie ist das? Da gab es Kontakte, also das tut mir auch so sehr leid für ihn, dass er, sage ich mal, sich so oft verletzt hat diese Saison. Eigentlich ein feiner Fußballer, der eine riesen Zukunft so vor sich so hat. Wir haben ein bisschen geredet, nicht viel, weil jeder, sage ich mal, wenn du verletzt bist, denkst du nur so, ich will wieder zurückkommen, ich will. Und ja, also Kontakte bestehen immer noch. Ja. Wenn ich das von früher hier beobachtet habe, bist du ja schon immer ein Arbeitstier. Du warst immer so einer der Ersten, der im Gym war, immer so der Erste, der zum Physio gegangen bist. Gab auch schon in der U19 immer viele Mitspieler, die zu dir aufgeblickt haben, obwohl du ja der Kleinste warst, der Jüngste warst, die gesagt haben, wow, Wahnsinn, was Yusufa hier arbeitet und trainiert. Woher kommt das, dass du dieses Feuer in dir hast, dass du schon von Anfang an gesagt hast, ich will so viel wie möglich trainieren und so professionell wie möglich leben? Sage ich mal, als hierhin kam, das war 2016, glaube ich, hier gab es ja so viele Namen, Top-Talente und so, und ich habe mich einfach noch so entschieden, so mich zu den Besten so hier so zu machen, und dann habe ich dann selber so gefragt, wie soll ich da hinkommen, was brauche ich, was benötige ich so auf dem Weg, und dann war Training mehr machen als die andere, seine Körper pflegen, mit, sage ich mal, Trainer oder Co-Trainer Video zu gucken, wo kann man sie so verbessern. Ich habe auch mit Torwarttrainer viel trainiert, Schüsse und so habe ich das auch gemacht, und das hat mir am Ende sehr viel geholfen, und die Motivation kam, du hast immer gespielt, so du wusstest Wochenende, okay, eine Liga spielt, bist du dabei, dann arbeitest du unter der Woche so hart, dass du am Wochenende dann so einfach lieferst, dann hast du Sonntag mal frei oder Regeneration sozusagen, und dann Montag geht wieder die Arbeiten so los. Also ich habe riesen so Motivation in mir, keine Ahnung, vielleicht habe ich von Papa oder Mama so bekommen, aber auf jeden Fall die Motivation ist immer noch da. Was viele vergessen, du bist erst 17. Also das ist ein Alter, in dem viele Jugendliche, vielleicht hören uns viele zu, die können sich das gar nicht vorstellen, ne, so früh aufzustehen, zu trainieren. Die leben ihr Leben, die gehen feiern, die gehen auf Konzerte, sofern das jetzt endlich wieder geht. Wie oft musst du Freunden sagen, nee, sorry Leute, heute ist Training, morgen ist Spiel, auf gar keinen Fall gehe ich mit euch noch mal einen Abend raus? Ja, schon sehr oft. Also ich war nie der Typ, der immer feiern wollte, oder ich glaube, ich war gefühlt einmal bei Geburtstag von einem Freund, war ich nur 20 Minuten, dann bin ich, weil das war irgendwie nicht mein Leben halt, was da hier abgegangen ist. Und alle wissen, ich will Fußball spielen, ich bin ein Fußballer, und ich muss auch an meiner Zukunft so hart arbeiten. Also meine Motto ist einfach, arbeite jetzt hart und später mal so zu leben, wie du so leben möchtest. So. Das habe ich mir so im Kopf so beibehalten. Ja. Früher im Jugendhaus habt ihr dafür immer oft gefeiert. Ne? Es gibt so legendäre Videos, wie ihr mit Marvin, der damals Jugendhausleiter war, an der Gitarre habt ihr so schöne Lieder gesungen, alles. Ja, schöne Lieder? Ja, sehr schön. Das war wirklich witzig. Mir fällt es jetzt nicht mehr ein, aber es gab mal so ein Video, das war großartig. Da haben die Jungs, die damals noch in der U19 waren, alle schön gesungen, Marvin auf Gitarre begleitet. Das war auch eine Party. Ja, das war eine Party, also das war coole Zeiten. Ich glaube, ich vermisse das auch so sehr, dass ich mir so denke, anstatt diese ganze Stress, die wir so hatten, sage ich mal, nicht so richtig Stress, sondern diese Blödsinn, die wir gemacht haben, hätten wir einfach lieber mit unseren Späße so getauscht. So. Aber ich vermisse schon die Jungs, ja. Ja, das glaube ich.
Ab wann hast du für dich denn gemerkt, Fußball ist meine Bestimmung? Du hast es ja gerade schon so ein bisschen gesagt. War das mit dem Wechsel zu Borussia Dortmund? Ja, sage ich mal, ich habe viele Angebote bekommen, aber ich wollte einfach einen Verein finden, der mir so einen Weg so zeigt, okay, das ist dein Weg bis nach oben. Und das hat Dortmund mir das so gezeigt und ich wollte unbedingt auch zu Dortmund, bin ich hierhin gekommen und ja, ab der U17 erste Saison habe ich so gemerkt, das geht noch was. Also ab da wusste ich dann, ich will unbedingt Fußballprofi werden, egal wie schwer, egal wie hart das sein wird. Und Fußballer zu werden ist nie einfach, weil das fordert einfach Disziplin auf höchste Level. Sage ich mal, gibst du nur 95%, willst du das niemals schaffen. Bist in deinem ersten Jahr ja gleich deutscher Meister geworden, ne? Mit der U17. Das muss man sich jetzt auch mal vorstellen, das ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre her. Wahnsinn. Ja. Das ist auch krass, oder? Wenn du das bedenkst, ist 4 Jahre her, mit wem du damals noch gespielt hast, ne? Mit Manu Frey, Alaba, ja. Um jetzt Nummer 2 zu nennen, Ramsi. Da sind einige jetzt schon in der 2. Liga, in der 3. Liga, Tobi Raschel in der 1. Liga. Das ist schon krass, oder? Wenn du das überlegst, 4 Jahre ist das her, ja, U17-Meister. Das ist schon krass, ja. Das waren eine coole Zeiten, ja. Wir sind Deutscher Meister geworden, Westmeister, Pokal haben wir leider verloren, glaube ich, ja. Und du hast den Rekord für die längste Dopingprobe der Welt, glaube ich. Also, ja, das stimmt. Wann war das denn? Oh, das war in München. Wir mussten sehr lange auf Yusufa warten. Ja, das stimmt. Ich konnte nicht pinkeln. 3 Liter getrunken, aber nichts passiert. Ah, noch mehr. Ja. Wir haben alle draußen gestanden. Ich glaube, wir haben ihn zwischendurch angefeuert, aber das ging nicht. Aber jetzt habt ihr relativ galanten Übergang tatsächlich zum nächsten Themenblock gemacht, weil nach dem Hier und Jetzt wollen wir jetzt so ein bisschen zurückgucken und ich muss das tatsächlich ablesen, die ganzen Titel und Rekorde. 3-mal Torschützenkönig in der B- und A-Jugend, in der Saison 18/19 sogar mit 46 Ligatoren, B-Jugendmeister mit dem BVB, Pokalsieger mit dem BVB, U21 Europameister. Du bist der jüngste Bundesligaspieler, der jüngste Bundesliga-Torschütze. Was denkst du, wenn ich dir das alles so aufzähle? Ja, sag ich, auf einer Seite ist schön halt, ne, die Rekorden so zu haben, aber das hilft dir auch nicht, sag ich mal, der Jüngste zu sein oder sonst was, sondern du willst nur einfach spielen, dich so weiterentwickeln und ja, also die Rekorde sind wunderbar, so wenn man sie so bedenkt, wofür man so alles früher so getan hat und dahin so zu kommen, das macht schon einen stolz, ja. Solche Erfolge, die Christoph jetzt aufgezählt hat, schafft man ja nicht alleine. Da gehört ja sowohl das Team zu, das Umfeld, Vorbilder, Trainer, Mitspieler. Was würdest du sagen, wer waren die wichtigsten Personen in den letzten Jahren? Also auch wenn wir mal zurückgehen zur Jugend, zu U17, wer waren da so die wichtigsten? Sage ich mal, mein erster Trainer hier, Peter Wazinski. Ja, genau. Schon kurz für die Zuhörer, die nicht kennen, ist schon sehr lange BVB-Trainer, trainiert die U14 bis U16-Mannschaften immer. Der war Yusufas erster Trainer. Der hat viel geholfen, also der hat mehr gefordert, weil der so in uns so auch, sage ich mal, irgendwas gesehen haben. Der hat von uns alles verlangt, mehr zu tun. Und dann hatte ich Familie, die auch sehr viel geholfen hat, Berater, dann U17 Geppi. Eddie war auch eine ganz wichtige Person so für mich, für Schule, Fußball, Kopf klar so zu bekommen, ruhig zu werden. Der hat mir schon viel geholfen, muss ich ehrlich sagen. Auch da nochmal kurz zur Erklärung. Geppi ist Sebastian Gebhardt, ja, genau. Der U17-Trainer, der dann zwischendurch auch Co-Trainer der Profis war, mit dem du dann auch Pokalsieger geworden bist. Ja, vielleicht erinnere dich doch einfach nochmal, du hast es gerade schon gesagt, es war im Jahr 2016, als klar war, der BVB will dich und du bist 11 Jahre jung, spielst für St. Pauli. Was wusstest du denn über den BVB? Also wie hast du Borussia Dortmund eingeschätzt und warum ist es der BVB geworden? Ich bin einmal hier hingekommen, habe so die Südtribüne so gesehen. So, das war, wenn die so tanzt, denkst du dir, das Ding knippt einfach um. Und habe ich, sage ich mal, auch Spiele geguckt, wo ich mir auch so, sage ich mal, wegen Aubameyang auch hierhin unbedingt kommen wollte. Okay. Ja, und am Ende ist dann Borussia Dortmund gewonnen und ich bin auch so froh, dass sie mich so entschieden haben, hier hinzukommen. Du, ich glaube, wir sind auch froh, dass du dich so entschieden hast. Wenn du gerade Südtribüne sagst, ich hake da mal ein, kurz Themawechsel. Wir waren ja mal zusammen auf der Südtribüne. Ihr wart zusammen auf der Süd? Ja. Das war, ich glaube, war es FC Brügge, Champions League? Ja, genau. Ja, ne?
Aber richtig Block 12, 13 oder wo? Ja. Richtig Mitte. Oh, wenn schon, denn schon. Ja. Und Yusufa hatte ein bisschen Respekt davor, ne, dass ihn auch viele erkennen, aber die Leute haben wirklich, ab und zu kam mal welche und sagten, nee, du bist doch Yusufa, ja, machst das super. Und ansonsten war jetzt nicht, dass da Autogrammjäger und sonst was war. Es war ein super entspannter Tag. Das war echt cool. Ja. Mit oder ohne Bierdusche? Die haben schon Bier duschen. Okay. Boah. Kann ja nicht ohne. Ja. Jens, aber weil du das gerade schon ansprichst, ihr kennt euch schon so lange. Was für einen Eindruck hat Mucki denn auf dich gemacht damals? Ja, ich habe ihn das erste Mal bei einem U15-Spiel gesehen, aber nur so am Rand, da war ich nur kurz da. Da habe ich schon gesehen, ui, das ist aber einer, also man hatte natürlich schon viel gehört, ne, über dich und hat schon einen ganz guten Eindruck gemacht, aber in der U17 hatten wir dann sehr viel miteinander zu tun, auch mit dem Meisterschaftsfinale und wir haben dann später auch noch eine Doku gedreht, das heißt, wir waren ja ganz viel in engen Kontakt und es gab halt immer, ich glaube für Yusufa war es ja nicht einfach, was in den Medien dann immer los war und ich fand ihn immer so ein super netter Junge einfach, ne, der war einfach nie irgendwie abgehoben, er hatte immer Zeit für einen, wenn du mal mit ihm gesprochen hast und kam auch mit Fragen mal, war immer ein super Typ oder ist ein super Typ. War immer spannend zu sehen, wie er sich sportlich entwickelt, weil natürlich, ne, du denkst immer so, naja, jetzt kommt der nächste Schritt, schafft er das nicht, so ich als Nicht-Sportler fand das natürlich als Fan und als Mitarbeiter hier immer sehr, sehr spannend zu sehen und habe mich immer sehr gefreut, ne, wenn es dann, ich habe Union, habe ich dann nur am Fernsehen gesehen, aber ich habe mich schon sehr gefreut, dass du das Tor gemacht hast, das war schon ganz geil zu sehen, Mensch, da ist wieder einer oben angekommen von uns und wir haben es alle gehofft und eigentlich auch erwartet, dass du es schaffst und das war schon toll. Ja, ich habe mir das Tor in den letzten Tagen auch nochmal ein paar Mal in Vorbereitung angeguckt, auch dein Jubel, aber da kommen wir gleich noch zu. Aber wie ist das, wenn du mit 11 in eine ganz neue Stadt zu einem neuen Verein kommst? Du hast gerade schon gesagt, Eddie Böckamp hat dir geholfen, hier dein erster Trainer hat dir geholfen, aber wie war das? Bist du dann gleich ins Nachwuchsleistungszentrum eingezogen? Hast du erstmal woanders gewohnt? Wie war dein Ankommen hier in Dortmund? Ja, ich bin erst so zur Gastfamilie gegangen, Familie Missner. Ja. Tanja und Carsten, ja. Das waren Eltern von einem Spieler von uns, Tobias Missner, spielt jetzt bei Mainz in der U23. Okay. Und ich glaube, der Vater war auch mal Handballspieler. Ja, ne? die Mutter auch. Ja, genau, die waren beide Handballspieler, professionell auch. Und die haben dich dann immer zum Training gefahren? Ja, also immer, das war immer geplant, also gab es nie Probleme. Und wann bist du ins Jugendhaus gegangen? Nach 2 Jahren. Ja, zu U17 dann, Ja. ne? Genau. Dann, als du dann ins Jugendhaus gegangen bist, dann hattest du ja noch mal viel engeren Kontakt mit den anderen Spielern. Ja. Was für Freundschaften sind da entstanden? An Anfang, sage ich mal, alle waren so ein bisschen zurückhaltend, so, weil wir kannten uns nicht so wirklich richtig, sondern nur von Fußball, sag hallo, wie gehst du ja vorbei? Dann so bei uns im Internat ist dann so freundschaftlich, so sage ich mal, auf Basis so freundschaftlich ist so wie eine Familie geworden, so. Wir waren eng zusammen, wir haben jeden Scheiß zusammen gemacht, wir waren oft draußen essen, gemeinsam so und das hat sehr viel Spaß gemacht. So. Am Ende sage ich mal so, also von meiner Seite vermisse ich die Jungs und ich glaube genauso andersrum auch. Hast du noch viel Kontakt zu Lloyd zum Beispiel? Ja, wir schreiben jeden Tag, telefonieren jeden Tag. So. Ja. Jetzt musst du sagen, wer Lloyd ist. Lloyd Kufur war auch ein U19-Spieler. Wo spielt er jetzt? Ich weiß es gar nicht. In Berlin, Regionalliga. Ah, Ja. okay. Wenn man dann hier trainiert als Jugendspieler, ist man ja sehr nah dran an den Profis. Du siehst, okay, da auf dem Nebenplatz trainieren die. Inwiefern, ich kann mir das so vorstellen, dass du so tickst, hast du dir auch gesagt, eines Tages werde ich da stehen. War das so? Ja, das war bei meinen Gasteltern zum Glück. Mein Zimmer war, dass ich so das Stadion so gucken konnte. Ah, okay. Ja, und ich habe immer gesagt, ich will irgendwann mal hier drin spielen. Und das war so meine Motivation halt. Und hier habe ich Aubameyang getroffen und ich habe auch gesagt, boah, ich will auch unbedingt so wie der werden. Und ja, am Ende habe ich es geschafft und ich bin auch so glücklich. Ja. Erinnerst du dich noch an dein erstes Training mit den Profis? Wie war das? Das war, boah, ich glaube, mein T-Shirt war komplett wie Wasser. So. Das war von meiner Schwester halt, ne? Weil das war, boah, ganz schön schnell. Also das war komplett anderes Niveau als bei der U19, wo du so den Ball annimmst und denkst dir, okay, jetzt gucke ich mal, was mache ich damit bei dem Profi? Dein Kopf arbeitet genauso wie dein Fuß so. Beide arbeiten gemeinsam, weil sonst hast du gar keine Chance. Und ich bin Internat gekommen, ich war komplett K.O. Also ich wollte gar nichts mehr, nicht raus, nicht essen, sondern einfach liegen bleiben. Das war sehr anstrengend, ja.
Am 20. November 2020 fliegst du dann mit den Profis zum Auswärtsspiel bei Hertha BSC Berlin und das ist auch noch dein 16. Geburtstag. Du weißt aber im Hinterkopf, ja, jetzt habe ich eine Spielberechtigung, wahrscheinlich kann ich heute spielen, also hast du überhaupt nicht gefeiert, oder was? Also dein Geburtstag ist ausgefallen, weil da kam ja noch ein Fußballspiel. Genau. Ja. So viel zum Thema, ich ordne alles dem Fußball unter. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. In der 85. Minute bist du dann reingekommen für Erling Haaland. Ich glaube, der war erst ein bisschen sauer, weil der wollte noch ein Tor schießen. Hat aber dann gemerkt, eigentlich eine ganz gute Idee. Wie war das, als sie dich rangewunken haben? Du läufst dich warm und dann heißt es irgendwann, Yusufa, komm, du kommst rein. Ja, ich dachte mir, okay, jetzt passiert ist das, was ich mir erarbeiten will. Und ja, das war wirklich, wirklich sehr schön. So sein Name zu hören, jetzt kommt Muki so rein, so, das war wunderschön. Alle haben so mitgefeiert, geklatscht, so ohne Zuschauer leider, aber das war für mich einer meiner besten Highlights so in meiner Fußballkarriere bis jetzt. Ja. Glaube ich. Ein Monat später geht es wieder nach Berlin, da gegen Union Berlin. Wir haben ja gerade schon mal kurz drüber gesprochen, diesmal über 90 Minuten. Wir verlieren das Spiel leider mit 2:1, aber du schießt dein erstes Bundesligator. Wie oft hast du dir das Tor mittlerweile angeguckt? Ja, ich guck ja selber so auf YouTube manchmal. Ich will auch positiv so Energie so haben und dann gucke ich mir das an. Manchmal denke ich mir, wow, so was für eine Schuss so oder ja, aber ich verdanke auch Rafa Guerrero, der mir den Ball so richtig schön so gespielt hat, dass er einfach mit erster Kontakt schießen konnte. Das war wirklich schön. Die Vorlage war super, ja. Ich fand deinen Jubel auch so klasse. Entschuldige Jens, weil ich kann mir vorstellen, hast du dir vorher überlegt, boah, wenn ich mein erstes Tor schieße, dann jubel ich so oder so. Und so hatte man das Gefühl, du hast einfach nur befreit gejubelt. Du hast einfach die ganze Freude rausgelassen. Ja, das war diese Erleichterung, weil gegen Bremen hatte ich auch 2 Riesenchancen gehabt, wo ich mir so, boah, warum geht der nicht rein? Und dann gegen Union Berlin, als das so, ich wusste nicht mal, dass es reingegangen ist, sondern ich habe nur gehört, wie Edding geschrieben hat. Dann dachte ich mir, okay, das Ding ist rein und dann drehe ich mich dann, das war einfach diese Freude da so. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich war. Also ich war ein Spieler, aber mein Kopf war einfach nur, ich will jetzt nach Hause und gucken, was so passiert und das war echt sehr schön. Ja. Wie viele Nachrichten hast du nach dem Spiel bekommen? Boah, das ist so viel. Ich glaube, ich habe da 2 Tage nicht mal fertig gehabt, so die Leute zu beantworten. Das glaube ich sofort. Mit 16 bist du dann schon Pokalsieger mit dem BVB geworden und ich meine, jetzt kannst du es ja mal verraten, wir haben es bei Jude gesehen. Hast du dir dann auch, wie alle anderen in der Kabine, das eine oder andere Bier genehmigt oder sagst du, ich trinke keinen Alkohol? Nein, ich trinke keinen Alkohol, sondern ich habe Michael Zock damit Alkohol so ein bisschen duschen. Das ist die nächste Frage. Wir haben es alle gesehen. Gab es eigentlich noch Ärger oder was? Er hat ja noch ein paar Sprüche, hat er dir noch reingereicht? Na, der sagt mal, Gehalt wird dann für 1 Monat so abgestellt. Ob das jetzt stimmt, frage ich ihn dann. Alles klar. Hast du den Michael Zorc extra ausgeguckt dafür oder war es spontan? War spontan, also das war Idee von einem Spieler, ich glaube, oder Marco oder Mats oder Fotograf. Auf jeden Fall kamen 3 Leute zu mir und meinten so, kannst du das machen? Ich so, ja, okay, ich bin der Jüngste, aber ja, gib mal. Du hast Welpenschutz, da passiert nichts. Dann bin ich einfach dahin gerannt, ich glaube, der war ein Handy, der hat gar nicht erwartet. Ja, genau. Der saß da so in der Ecke und konnte erst gar nicht glauben, was da kommt. Pass auf, wir haben es am Anfang schon gesagt, wir haben auch ein paar Fanfragen eingesammelt. Wir müssen jetzt mal nicht die Fragen stellen. Einfach Fragen von BVB-Fans an dich und wir fangen mal an mit der ersten. Hey, ich bin Bernd aus Rinkerode. Was mich interessieren würde, was machst du eigentlich, wenn kein Fußball gespielt wird? Also in der Sommerpause. Sommerpause. Mallorca, ne? Ja, Mallorca und ich trainiere auch viel, ja. Was machst du denn an einem normalen Trainingstag? Sagen wir mal, du hast jetzt vormittags Training und hast den ganzen Nachmittag frei. Playstation, Spaziergang, was machst du da? Also Spaziergang gehe ich, sage ich mal, abends, wenn nicht so viele Leute sind, so an See und danach trainiere ich dann so ein bisschen zu Hause, weil ich habe auch meine eigene Fitness da drin und so, ja. Trainingsweltmeister. Muss ich sagen. Morgens Fußball, dann trainiere ich abends noch ein bisschen. Ja. Gehen wir direkt zu Frage 2, die kommt, glaube ich, von Emilia. Ich bin Emilia aus Herzfeld und meine Frage ist, wer ist dein Lieblings-YouTuber? Meine Lieblings-YouTuber? Ja. Boah, habe ich gar keinen, aber ich gucke gerne der Sivi von HSV, der immer ausrastet, wenn HSV so verliert. Das gucke ich mir gerne an, ja. Okay, das musst du mir erklären. Ist das ein Fußballer oder ein Fan? Ein Fan von HSV. Ah, okay.
Nicht Helmpeter, das wäre jetzt der YouTuber für unsere Generation. Nein, das ist wieder was anderes. Kenne ich nicht. Helmpeter kennst du nicht? Okay. Ja, ich bin Aaron aus Beckum und meine Frage ist, wie hast du es so hoch geschafft, also so hoch zu spielen, sag mal? Das war, sage ich mal, aus harter Arbeiten halt, ja. Also arbeitest du hart, wird am Ende so belohnt. Also Talent, viele sagen ja, der Grundstock für alles muss erstmal Talent sein, aber du sagst, mit Talent alleine reicht es nicht. Nein, Talent allein reicht niemals. Also du kannst so viel Talent haben, irgendwann kommen einfach, dass du so dir so denkst, boah, ich brauche irgendwas, aber was ist das denn? Das ist Disziplin. Arbeiten mehr als die anderen. So, irgendwann ist dein Talent hier und die anderen sind hier. Wie willst du da machen, dass du so zu denen so kommst? Sondern du musst arbeiten, bis du so an denen so rankommst. Und sage ich mal, zu dem Profi zu kommen oder zu den Spitze zu kommen, ist einfach, aber dorthin zu bleiben, ist schon sehr schwer. Ja. Okay. Dann gehen wir weiter zu Jens aus Dortmund. Der sitzt zwar hier schon, aber es ist ein anderer Jens aus Dortmund. Hallo, ich bin Jens aus Dortmund. Vermisst du eigentlich deinen Kumpel Ansgar Knauf? Ja, sehr. Also ich freue mich für ihn, dass das so gut in Frankfurt läuft. Und ich hoffe auch, dass es ihm weiterhin torisch ist. Aber der hat noch nie Kopfballtor geschossen. Das habe ich auch gedacht. Als ich das gelesen habe ich auch gedacht, komm, das ist nicht wahr. Wirklich. 2 Kopfballtor, der hat hier in Dortmund 5 Jahre gar kein Kopfballtor gemacht. Also. Es gibt ja jetzt einige BVB-Fans, die sagen, ach, der Ansgar Knauf, das wäre ja auch mal einer für Dortmund, so ein bisschen zynisch. Aber ich kann mir vorstellen, du gönnst es ihm halt wirklich, weil diese Leihe war ja, damit er besser wird und irgendwann besser zu uns zurückkommt. Und genau das passiert, oder? Ja, das passiert. Also läuft wirklich 1:1 so. Als hätte man das einfach so geschrieben. Du kommst, du spielst und läuft alles. Und ich freue mich sehr für ihn. Das war eine gute Entscheidung von ihm, von seiner Familie, von Dortmund gemeinsam. Und ich hoffe, dass es auch weiterhin so läuft. Sehr gut. Frage von Jens beantwortet. Weiter geht's zu Yvonne. Hallo, ich bin Yvonne, komme aus Hagen und meine Frage ist, was ist dein Ziel für die nächste Saison? Ja, mein Ziel nächste Saison, verletzungsfrei bleiben, so viel Spiel wie möglich zu machen und Tore zu schießen, ja. Ganz einfache Formel eigentlich, Ja. ne? Und die letzte Frage kommt von Vera. Hallo, ich bin die Vera aus Dortmund und meine Frage an dich ist, wer ist dein Idol? Mein Idol ist Messi, aber ich mag Ronaldo wegen seiner Wille, seiner harten Arbeiten halt. Also mein Idol ist Messi eigentlich. Aber Ronaldo gehört auch dazu. Bei Messi erinnere ich mich an eine Geschichte, als du deinen Geburtstag im Jugendhaus gefeiert hast. Da gab es ein Geschenk von Messi, ne? Ja. Erzähl mal kurz. Ich habe ein Trikot von ihm bekommen, also von ihm selbst so unterschrieben, da hat mir das so über Nike so geschickt. So. Okay. Ja, ich kann sagen, hast du seine Handynummer? Nein. Das war sehr überrascht so, aber ich habe mich sehr auf jeden Fall so gefreut, ja. Ah, cool. Nach den Fanfragen sollten wir jetzt wieder ein paar Fragen stellen. Das letzte, was hier auf dem Blog steht, ist eine Schnellfragerunde. Kennst du schon, nicht lange nachdenken, hause einfach raus. Ja. Dein bester Kumpel in der Mannschaft? Jetzt gerade? Felix Passlack. Du hast bereits den Führerschein gemacht. Wie gut bist du als Autofahrer? Gib dir mal eine Schulnote. Oh, ich würde sagen 1+. 1+? Ja. Schuhmacher ein bisschen. Ne? Aber noch darfst du nur mit Begleitung, ne? Ja. Okay. Aber ich war so wie Schuhmacher, Formel 1. Ja. 1+, ganz klar. Dein Lieblingsessen von Mannschaftskoch Dennis Rother? Lachs. Lachs. Ja. Einfach nur Lachs. Einfach nur Lachs. Okay. Dein Lieblingsessen von Mama? Fufu. Oh, was ist das? Ja, das ist afrikanische Essen halt, ne? Fufu. Also jeder Afrikaner kennt Fufu. Wollte ich gerade sagen, gehört habe ich das schon mal, aber was Ja. es genau ist, weiß ich jetzt nicht. Also du kannst das mit Kartoffeln machen, du kannst das mit Banane machen. So, das ist einfach Couscous. Und dann Soße drauf, sag ich, Fleisch so drin und dann let's go. Gibt Kraft, ne? Gibt Kraft, würde ich sagen, ja. Welche App nutzt du am meisten auf dem Handy? Auf Handy, boah, Snap. Snapchat? Ja. Ach, krass. Der letzte Song, den du auf dem Handy gehört hast? Boah. Scheiße. Keine Ahnung, ja. Aber einen, den du viel hörst gerade vielleicht? Alles wird gut von Bushido. Ah, okay. Deine Lieblingsübung im Gym? Bauch.
Bauchmuskel, ja. Okay. Okay, ja, schade. Ich dachte jetzt irgendwas, wo man dich noch fragen kann, wie viel Kilos du drauflegst. Ach, oder nee, sowas. Kilo. Ich arbeite nicht mehr damit. Ich will nicht mehr pumpen. Hast schon genug, reicht schon. Okay. Welcher deiner Mitspieler bringt dich am meisten zum Lachen? Zum Lachen. Ja. Jetzt gerade. Marin. Echt? Ja. Das ist so ein Spaßvogel? Okay, alles klar. Und letzte Frage. Der beste Tipp, den du je bekommen hast? Ja, sei du selbst. Ja. Von wem hast du den bekommen? Darf ich Von fragen? Patrick Williams. Ah, okay, dann Berater. Okay. Ja. Sehr gut. Ja, schön. Haben wir aber alle was mitgenommen. Vielleicht auch unsere Zuhörer und Zuschauer. Denn das war's, die Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Sehr Echt gerne. super. Ja. Die besten Wünsche für den Rest der Saison. Und wie du hast dir selber gesagt, was du dir für die nächste Saison wünschst, dies natürlich auch. Bleib gesund, bleib wie du bist. Und wenn du mal wieder Zeit hast, komm gerne jederzeit vorbei. Mag ich. Dankeschön.